Moin ihr Landratten und Seebären. Herzlich willkommen zum zweiten Stream heute an diesem wundervollen Samstag aus dem schönen Hamburger Hafen. Schön, dass ihr alle dabei seid. Wir lassen den August gemeinsam ausklingen, der letzte Stream des Monats. Mensch, der August war auch echt wild, ne? Der war echt wild. Ich habe vorhin mal nachgeguckt. 25 Streams hatten wir, also das ist jetzt die 26. Und wir hatten über 700.000 Aufrufe, also echt richtig krass. Über 1900 Abos sind dazu gekommen, also ich fürchte, Ben und ich müssen kobern. Jetzt haben wir noch 15 Tage Zeit, also ich fürchte, ja, das Kind ist in den Brunnen gefallen, aber trotzdem ist ja schön für den Kanal, also ich freue mich ja wahnsinnig. Ich hatte auch mal geguckt, wir hatten echt ein paar schöne Highlights im August. Wir hatten zum Beispiel den Hafen City Walk mit Ben, dann hatten wir hier diese argentinische Segelfregatte, die Libertad. Wir hatten die Disney Destiny mit dem Ausdocken, dann hatten wir Hanse Sail in Rostock. Da hatten wir noch die Verabschiedung von Captain Phillips, das war ja auch echt ein richtig emotionaler Stream. Das Feuerwerk in Hannover war dabei, dann sind wir mit der Cap San Diego gefahren, wir sind mit der Chahörn gefahren, wir sind heute mit der Stettin gefahren. Und dann hatten wir ja noch diese wilde Barkassenbegleitfahrt mit der Mein Schiff und der Queen Mary 2. Also das war wirklich ein echt heftiger Monat. Ich muss auch sagen, ich bin so ein klein bisschen ausgepowert. Ich glaube, morgen, übermorgen brauche ich erstmal ein Päuschen. Und deshalb dachte ich mir auch, wir machen das heute mal ganz suche. Ja, wir verabschieden diese beiden AIDA-Schiffchen. Hoffen, dass die noch mal ordentlich Attacke machen. Guck mal, da hinten läuft schon wieder eine orange Brigitte rum. Die ist schon wieder auf ihrem Stammplatz und hat beflaggt. Das ist echt geil. Ja, also das war echt ein schöner Monat und ein ganz dickes Dankeschön an euch, dass ihr den Kanal so wahnsinnig unterstützt. Also das ist wirklich krass. So, jetzt gehen wir mal hier auf die erste Kamera. Und ja, es ist im Moment noch ruhig. Wir haben Ebbe, ablaufendes Wasser, 40 cm. Man hört das vielleicht, hier ist so ein bisschen Rauschen im Hintergrund. Hier an der Seemannsmission, immer wenn das Wasser sehr flach ist, dann bilden sich hier so Wellen, was ich immer sehr beruhigend finde. Nein, Kalle, ich habe mich natürlich versprochen. Ich wollte nicht Fahrwassertonne sagen, obwohl sie so leuchtet. Obwohl sie so leuchtet, ja. Torben ist da und schreibt, endlich mal wieder AIDA, lang ist's her, ja. Ach, Torben, ich kann doch auch nichts dafür. Aber schön, dass du dich trotzdem überwindest und dir das antust. Schwester Hansen ist da. Moin, meine Liebe. Ich hoffe, dir geht es langsam wieder ein bisschen besser. Angelika sagt auch, war ein toller Stream heute Morgen. Ja, der war echt klasse. Aber ich musste dann ja doch etwas lachen. Am Ende ist ihnen die Kohle ausgegangen. Also, das hat man gemerkt, die Fahrt war ein kleines bisschen früher zu Ende als geplant. Aber die Stettin geht in die Werft und deshalb musste der Kohlebunker einmal komplett leer sein. Ja, hätten sie mal noch so 100-200 Kilo mehr gebunkert, aber wahrscheinlich haben sie die Fahrten davor richtig Gas gegeben. Hier haben wir die Kaishu, kommt gerade aus dem Kühlbrand. Wer ist denn da schon wieder am Hupen? Da fährt die Finkenwerder. Der Flankengott will nachher von der AIDA Sol grüßen. Steuerbord, AIDA-Logo mit Flagge. Oh. Ja, Wahnsinn, ne? Also wie viel jetzt schon eine Flagge dabei haben. Also das hätte ich ja echt nicht gedacht. Oh. Kamera 2 hat einen Sensorfleck. Hilfe.
Kamera 2 ist kaputt. Da muss ich ja mal gerade was gegen machen. Einmal kurz. Vielleicht kannst du mal halten, René. Oh ja, da ist er. Der war groß. Der war groß. Ja. So, ich hoffe, Ton ist noch da. Und Kamera 2 kann dann auch eingesetzt werden. Oh, der war so fett, den habe ich sogar auf dem kleinen Display erkannt. Geht ja gar nicht, geht gar nicht. Wo ist denn mein Sensorfleck? Ist der auch anwesend? Paddy's Sensorfleck. Ach, herrlich, herrlich. Gregor, ich danke dir vielmals. 8 Monate schon bei uns an Bord. Danke für deinen Prime-Sub. Hansi ist natürlich da und lässt 2,49 da. Hansi, an dich ein dickes Dankeschön. Auch natürlich Grüße an Mike und Thea. So, Claudia fragt, ob wir jetzt auch die kleinen Flaggen haben für eure Masten. Claudia, ich muss demnächst irgendwann Flaggen bestellen und dann bestelle ich auch kleine mit. Unsere kleinen 60-40 sind gerade ausverkauft. Jetzt muss ich mal gucken, was ich noch bestelle. Und dann bestelle ich auch welche, die noch ein bisschen kleiner sind für die Elas-Barkassen. Ich habe eben schon die Helga gesehen. Die Helga hat vorne am Bug schon eine dran. Richtig, richtig cool. Ton ist unterbrochen, schreibt Dia. Ist er denn jetzt wieder da? Ich mal. Müsste eigentlich wieder da sein. Ja, wenn ich an der Kamera fummel, dann kann das sein, dass wenn die Kamera einmal aus ist, kurz, dann ist der Ton weg, weil der Ton hängt ans Kamera 2 mit dran. Und deshalb ist er dann mal ganz kurz weg. Ja, gegenüber am Containerterminal, toller Ort, liegt die Skalar. Seren ist auch schon wieder da und Seren bombardiert Twitch mit 5 verschenkten Subs. Echt krass. Und Hansi verschenkt nochmal eine Mitgliedschaft. Danke dir, Hansi. Vielen, vielen Dank. Ne, 2 gleich. 2, Dankeschön. Ja, Ton ist wieder da. Also er war nur kurz unterbrochen. Ne? Alles gut. Seren hat den Hype-Train ausgelöst auf Twitch. Nelson, ich danke dir. Herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal, auf der Speicherstadt. Und es gibt noch ein extra Hansi-Herz für Schwester Hansen. Dankeschön. Andreas sagt, aus dem Kölbrand kommt noch was. Also im Moment sehe ich nichts. Oder meintest du die Kaishu, die eben unterwegs war? Kugelblitz, danke dir, 15 Monate, Kalender und Schlüsselanhänger sind bestellt. Ja, danke, danke. Sascha auch schon seit 6 Monaten dabei. Ja, wer es noch nicht mitbekommen hat, apropos Kalender, also unser Kalender 2025, den könnt ihr jetzt, wenn ihr Lust habt, vorbestellen. Ich blende mal einmal eine kleine Vorschau ein, damit ihr seht, was euch da erwartet. Format DIN A3, sehr schönes, mattes, gestrichenes Papier. Jetzt könnt ihr vorbestellen bis Ende September. Im Oktober drucken wir und möchten dann Ende Oktober versenden. Also es hat alles Zeit und genug Zeit auf jeden Fall, um zu bestellen. Aber wir wollen halt das nach Möglichkeit alles über Vorbestellung machen.
damit wir dann in einem Rutsch einmal versenden können. Yves lässt 10 Euro da, zum zweiten Mal am Party Mods und Community. Dankeschön. Kalle Blom von Vost, ein Upgrade auf Reeperbahn. Ich danke dir. Und Hansi wünscht sich mal den Mann mit der Hupe. Ja, der kann mal wieder kommen. Ich hatte beim Lotsen nachgefragt, sollen um 17 Uhr beide rausgehen. Die Luna und die Sol. Hey, und Aquamundo raidet drüber. Moin, ihr Binnenschiffer. Willkommen im Hamburger Hafen. Schön, dass ihr da seid. 118 People hüpfen rüber. Herzlichen Dank. Ja, ach, ich freue mich heute mal. Das ist so richtig so ein bisschen zum Runterkommen. Ich habe auch die Drohne nicht dabei, weil ich mir dachte, hey, ich bin jetzt eh alleine heute. René ist da, aber ich wollte heute echt mal ganz easy back to the roots gucken, ob wir den einen oder anderen an Bord erwischen. Ein bisschen darauf konzentrieren, was so auf den Schiffen passiert. Mensch Hansi, noch eine verschenkte Mitgliedschaft. Dankeschön. Guido, ja, 2026 natürlich der Kalender. Versprecher dürft ihr gerne behalten. Oh, wen haben wir denn da? Wenn das nicht Captain Igloo ist. Knusprigen Fischstäbchen von Iglo. Und guckt mal, wie saftig der Seelachs ist. Für mich und meine Mannschaft gibt es nur Iglo Fischstäbchen. Die sind extra knusprig und sowas von saftig. Hurra! Ist das Wellenrauschen nicht schön? Oh, jetzt kommt was aus dem Kühlbrand. Da hinten ein schöner, dicker Bulker. Hallo, Kamera, umschalten. Warum schaltet der denn die Kamera jetzt nicht um? Hä, was ist denn hier jetzt los? Kein Kamera umschalten? Moment. Was ist hier kaputt? Ah, meine Kameras sind kaputt. Moment. Ja. Jetzt hat er umgeschaltet. Ja, schade, das wäre ihr Preis gewesen. Die Simona Glory. Und da sehen wir auch die Aida Luna. Ja, ich bin gespannt, wie rum sie dreht. Der Tobi ist an Bord übrigens.
Vielleicht erinnert ihr euch noch, Tobi, der Biker von AIDA, der fährt auf der Luna mit. Gucken, ob wir ihn nachher entdecken. K8-Pit, danke dir für 5 Monate auf dem Fischmarkt. Danke, danke. Und Beate sagt, vielen Dank für die tollen Bilder im August. Freue mich auf den fantastischen September mit Hamburg Hafen Live. Hoffen wir mal, dass wir auch einen richtig schönen September bekommen. Hoffen wir mal, dass das Wetter noch ein bisschen mitspielt. Also in letzter Zeit war es ja wirklich sehr, sehr schön. Da haben wir richtig Glück gehabt. Der Juli war etwas verregnet. Naja, aber es ist, wie es ist. Trotzdem, beim Wetter haben wir meistens ein gemeinsames Gesprächsthema. Yves lässt noch mal 5 Euro da. Dankeschön, ein Extra für Schwester Hansen. Die hat es verdient. Die Beste. Ich hoffe, dass sie demnächst mal wieder im Stream ist. War ein bisschen angeschlagen diese Woche. Hatte aber eine schöne, verrauchte Stimme. Also war so ein bisschen, wie heißt der mit der verrauchten Stimme? Wie heißt der denn? Egal, komme ich schon irgendwann drauf. Joe Cocker. Joe Cocker. Jetzt habe ich's. Bernd W. lässt 2 Euro da. Vielen, vielen Dank. An Bord der AIDA Sol, Bernd. Vielleicht erwischen wir dich. Ralf sagt für den Kameratest-Stream, ja. Und Matze auch noch mal 5 Euro. Erst den Partystream, dann Dänemark-Koffer auspacken. Oh, danke. Schöne Prioritäten. Ja, ich weiß nicht, ob ihr da schon was entdecken könnt da hinten. Dass sich da schon was tut. Der Sol. Da blinkt was, ja. Hansi freut sich auf November in Hamburg. Dankeschön. Dann da haben wir noch eine Elas-Barkasse, die Anita. Niklas, von den Bremsklötzen habe ich mal gehört, aber probiert habe ich sie noch nie. Da gab es ja mal so eine Reportage über die Kaffeeklappen beim NDR. Wilder Knutscher, willkommen an Bord. Danke für die Reeperbahn-Mitgliedschaft. Danke. Ich glaube, es gibt auch schon das erste Weihnachtsgebäck in den Supermärkten, oder? Zumindest hatte ich schon irgendwo auf Instagram was gesehen. Knut ist auch schon voll im Weihnachtsstress, ja. Helga, danke auch an dich für das 5er-Pack Mitgliedschaft. Dankeschön. Anita mit Ian ist das, schreibt Claudia. Wo sind die Elas-Emojis? Coco Toto, ja klar bin ich auf den Cruise Days. Danke für 9 Monate. Die Streams sind auch schon erstellt, also könnt ihr euch schon eine Erinnerung einrichten, wenn ihr möchtet. Stollen gibt es auch schon. Ja. Weihnachtsmänner rollen an, ja, ja. Mir ist überhaupt noch nicht nach Weihnachten, aber es geht jetzt echt Schlag auf Schlag. Lässt sich nicht mehr verhindern.
Dann heißt es wieder durchhalten den Winter. Werden die Streams wieder kürzer. Wenn einer nicht weiß, was er schenken soll, es gibt Kalender. Ja. Ja, zu Weihnachten Kalender. Hey, jetzt schon an Weihnachtsgeschenke denken. Also es blinkt, das Radar läuft. Schwester Hansen macht wieder die stille Zuschauerbeauftragte. Sehr gut. Stefan, danke für 27 Monate bei uns auf dem Kanal. Kalender ist bestellt. Danke, danke. Und Anja ist da aus Wasserburg. Grüße von der halben Bande. Vielen Dank. Vielen Dank. Marco, willkommen an Bord. Danke dir vielmals. Ein neues Fischmarktmitglied. Mein Internetspind war heute im Wald und habe Hasen gesehen. Ich habe gelesen, habe Hansen gesehen. Das kann dir auch passieren, wenn du hier im Volkspark unterwegs bist. Kann das vorkommen, dass dir Schwester Hansen über den Weg hoppelt. Waren wahrscheinlich Kaninchen und keine Hasen. Genau. Hase ist hier ausgestochen. Christian, wir haben so einen Link für die Segellisten, beziehungsweise du musst einfach googeln nach Schiffsankünfte Hamburg. Dann wirst du auf jeden Fall fündig. Eigentlich relativ einfach zu finden. Also es leuchtet auf jeden Fall da hinten und blinkt. Kann jetzt nicht so richtig Leinen erkennen. Vielleicht seht ihr was. Ach ja, Wasserburg ist nach Kroatien verlegt worden. Schönen Urlaub euch. Grüße aus Hessen kommen von Volker. Dankeschön. Auch schon 20 Monate dabei. Vielen, vielen Dank, mein Lieber. Patrick und Jessica, willkommen an Bord. Danke für die Reeperbahn-Mitgliedschaft. So ein bisschen die Ruhe vor dem Horn. Nicht, dass die Luna heute vor der Sol losfährt.
beide rauskommen, geht's auch. Das wäre cool, ne? Wenn die so richtig wie an einer Perlenkette rausfahren. Das wäre echt mal toll. Shocks, die Vorbestellungen für den Kalender sind bis Ende September. Das steht alles im Shop, da kannst du mal reingucken. Da hatte ich das alles aufgeschrieben. Scheint loszugehen bei der Sol. Janine, Grüße zurück nach Berlin. Danke dir. 2 Euro. Katsching. Dr. Oskar, AIDA hat die Abfahrtszeit vor ein paar Monaten geändert. Sämtliche AIDA-Schiffe gehen seitdem immer um 17 Uhr raus. Warum sie das jetzt genau gemacht haben, kann ich dir auch nicht sagen. Ich gehe mal davon aus, dass das irgendwelche logistischen Gründe hat. Hier kommt noch ein Gruß an Schwester Hansen vom Love Boat. Evalinchen, auch dabei. Mensch, ihr seid echt lieb. Danke, danke für die Mitgliedschaften. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Auf Twitch steht AIDA Perla noch. Habe ich den Titel nicht geändert? Na, kann natürlich sein, dass ich das vergessen habe und dann noch irgendwie von vor 2 Tagen ein Titel drin steht. Ist das bei allen so? Steht bei dir richtig auf Twitch? Ja. Okay. Also Twitch. Hier. Twitch. Twitch, okay. Ah, guck mal, bei Basti steht der richtige Titel. Ja, vielleicht mal neu laden oder so. Vielleicht hattest du ja die Twitch-Seite ein paar Tage lang offen und hast das nicht aktualisiert. Andi ohne Haare. Wir haben aber auch diverse Andis hier, ne? Jetzt haben wir auch Andi ohne Haare. Mit Grüßen aus Oberbayern. Danke für die tollen Streams und danke an dich für die Kalenderbestellung. 5 Monate schon dabei. Vielen Dank. Ja, würde mir aber ähnlich sehen, wenn ich vergesse, einen Streamtitel zu ändern. Passiert da heute noch was Spektakuläres oder läuft die nur aus? Die läuft aus, die läuft aus. Ich weiß nicht, was Sie als spektakulär bezeichnen. Nee, grundsätzlich ist es Also ich weiß nicht, also schon geil. Ja, ja. Jetzt kommt sie. So, ja. Das ist so ein Ding, das ist ja letztes Mal sind wir in diese. Da waren wir doch oben da, ja. Da war noch nie ich bin hier ein übrigens, da. Entschuldigung, ich bin in einem Livestream. Also, nur keine schmutzigen Witze erzählen, ja? Okay, ist klar. Was ich immer mal sagen wollte. Genau. Wir sind gespannt, ob es ein schönes Hornkonzert gibt.
Ja, alles Auslaufmodelle. Aber es ist eine der meistgestellten Fragen, wenn wir hier irgendwo stehen, passiert da heute noch was Spektakuläres? Kommt da ein besonderes Schiff? Nobby meint, das hätte mit den Öffnungszeiten der Restaurants auf dem Schiff zu tun, da die um 18 Uhr öffnen und nach dem Auslaufen der Ansturm immer zu groß war, deshalb um 17 Uhr. Puh, ja, also ich sag mal, wäre eine Erklärung. Hier ist noch die Frage, wo es hingeht. Also die AIDA Sol macht eine Island-Rundreise, geht erstmal nach Lörvik, dann Reykjavik, Isafjörður, Akureyri, Seyðisfjörður, Invergordon und dann wieder Hamburg. Und die AIDA Luna übrigens, die macht schottische Highlights mit Port of Tyne, Edinburgh, Invergordon, Kirkwall und dann wieder Hamburg. Die AIDA Sol ist, glaube ich, am 12. September dann pünktlich zu den Cruise Days wieder zurück. So, auf der Sol hatte auch jemand gesagt, unter dem AIDA-Logo, oder? Vielleicht entdecken wir ja jemanden. John Doe, Grüße zurück nach Schönebeck. 3 Monate, Dankeschön. Ja, es ist aber wichtig, dass man das ganze Timing so aufs Essen abstimmt an Bord. Ist natürlich eine der Hauptbeschäftigungen. Ja, AIDA ist pünktlicher als die Regionalbahn. Danke, Jürgen. Danke für 2 Euro. Ja, Ivi fragt, ob die Cruise Days wirklich so spektakulär sind. Also es ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, was du erwartest. Aber gerade Samstagabend, da gibt es halt eine große Parade. Da fahren dann mehrere Kreuzfahrtschiffe direkt hinten an den Landungsbrücken hintereinander. Meistens das Ganze begleitet von Feuerwerk. Also es sieht schon schön aus. Dann ist ja wieder Blueport, das heißt der Hafen ist wieder blau erleuchtet. Also ich finde schon, dass das spektakulär ist. Das kann man sich echt gut angucken. Aber klar, man muss natürlich schon ein bisschen was dafür übrig haben. Also, aber ich denke mal, Cruise Days, der Name sagt es ja schon. Wenn man nichts mit Kreuzfahrtschiffen anfangen kann, dann ist man da, glaube ich, falsch. Marco, ich danke dir für das Lob. Begeistert von der inhaltlichen und technischen Qualität. Ja, die Streams werden auch immer stabiler. Also mittlerweile läuft, glaube ich, auch 4K recht zuverlässig. Also die Aussetzer, die halten sich tatsächlich in Grenzen.
Jetzt kommt auch noch mal ein bisschen Sonne. Sehr schön. Dann haben wir noch ein Pärchen Steuerbord, Deck 12. Balkonkabine. Ja, gucken wir mal. Ist immer nicht so einfach, einzelne Personen zu identifizieren. Sascha, die Klappen vorne, die gehen eigentlich immer erst zu, wenn sie hier auf dem Hauptfahrwasser sind. Aber heute steht da auch gar keiner. Ist eigentlich der beste Platz an Bord. Und meistens steht da halt noch jemand bei Manövern, weil da einfach dann die Sicht noch mal einen Tacken besser ist. Jazzfriend für Spaghetti-Eis. Dankeschön, danke für die 2 Euro. Cruise Days sind übrigens auch immer nur alle 2 Jahre. Nicht jedes Jahr wie der Hafengeburtstag. Katrin sagt, wir suchen unsere Kabine immer für Hamburg Hafen Live aus. Die im Reisebüro stellen langsam Fragen. Ja, es ist echt krass, ne? Also als wir angefangen haben mit Hamburg Hafen Live, hatte ich ja mit Kreuzfahrten nicht wirklich so wahnsinnig viel zu tun. Und es ist echt Wahnsinn, was das für eine Community ist, wie viele Leute es gibt, die Kreuzfahrten machen. Aber es werden ja auch Schiffe gebaut ohne Ende. Die sind immer weitestgehend ausgebucht. Also das ist schon echt krass. Bilderknutscher, also technische Stabilität und Bildqualität 5 Sterne. Danke dir für 2,49. Das freut mich. Das freut den Nerd in mir, den Technik-Nerd. Gab auch schon lange keinen Teststream mehr. Nein, Torben, so weit ist es noch nicht. AIDA Fanboy, das haben sie nicht geschafft. Aber was soll ich machen? Hamburg Hafen Live, wir zeigen hier die Schiffe und wenn AIDA irgendwie ein Dauerabo hat, was willst du machen? Da stehen welche und die erkenne ich unter dem roten I. Wie cool ist das denn? Eine Hamburg Hafen Live Flagge. Ihr Lieben, ganz toll. Ah, das freut mich. Wahnsinn. Sensationell. So, jetzt hatten wir noch Deck 12. Ich muss gestehen, mit den Decks bin ich immer etwas durcheinander, aber ich würde mal sagen, Deck 12 ist ziemlich weit oben.
Ist einfach toll, oder? Ist einfach toll. Ja, Schwester Hansen sagt es, allen AIDA-Gästen natürlich eine gute Reise. Da hatte ich doch gerade noch Brigitte erwischt. Aber die Sol hat heute auch früh genug gehornt. Denn wenn die halt erst hornen, wenn die da vorne sind, dann ist das halt mit dem Wind immer ein bisschen schwierig. Dann hören wir teilweise nicht so wirklich viel. Rolli Jumper vom 9. bis 18. im Clipper, Hamburg mal ganz live. Danke dir für 16 Monate. Auf jeden Fall viel Spaß in Hamburg. Ja, vielleicht fragen die Reisebüros bald, ob man nach Hamburg Hafen Live-Kabine buchen möchte. Patrick87, danke dir für die Kalenderbestellung und für die Fischmarkt-Mitgliedschaft. Einen Monat schon dabei. Nappi fragt, welches Schiff da liegt. Also wir sehen hier die AIDA Sol, die gerade rausfährt, und dann haben wir die AIDA Luna, die gleich als nächstes rausgeht. Die liegt da noch am Kai. Und ja, ich hoffe mal, dass die über ihre Backbordseite dreht und wir sie schön von vorne bekommen. Also wir hatten schon beides. Möglich ist alles. Hallo Brigitte. Ja, guckt Brigitte nebenbei Stream. Kriegt sie mit, dass sie im Bild ist? Jetzt dreht sie sich um. Na? Kriegt sie es mit? Ja, ich denke mal, dass die Luna dann auch gleich abfahren wird. Tobi steht ganz vorne auf Deck 6. Das müsste unser Biker-Tobi sein. Und Deck 6 ist, glaube ich, hier vorne, wo dann die Crews nur hin dürfen. Ist das vielleicht Tobi da? Hat auf jeden Fall ein Handy in der Hand. Liest vielleicht Chat mit. Wir müssen mal einen Moment warten, weil wir ja Streamverzögerung haben. Also bis das bei Tobi ankommt und er reagiert, dauert das ja einen kleinen Moment. Da ist er, da winkt er. Jo. Das ist der Nachteil auf YouTube bei den 4K-Streams.
du hast halt automatisch eine Verzögerung von 20 bis 30 Sekunden. Ja, Brigitte hat 2 verschiedene Schuhe an. Das ist ihr Markenzeichen, damit sie immer Steuerbord und Backbord parat hat. Der Tobi war ja auch schon mal im Stream zu Besuch und arbeitet auch. So mögen wir das. Genau so. Das hatte ich mir gewünscht. Malte ist auch da. Moin Malte. Malte streamt im Anschluss übrigens. Wir schicken euch nachher rüber, wenn ihr Lust habt, noch ein bisschen Nordostsee-Kanal zu gucken. Dann hüpft ihr nachher zu Malte rüber. MyReal Thailand kommt rüber mit 157 Landratten. Willkommen an Bord. Schön, dass ihr dabei seid hier im Hamburger Hafen. Oh, die Sonne. Da ist wieder Martins Gegenlicht. Eine Kuschelpuppe von Brigitte. Also wir wollen es mal nicht übertreiben, ja? Wir wollen es mal nicht übertreiben. Schön pünktlich heute. Jetzt geht wieder das Rätselraten los. Backbord- oder Steuerborddrehung? Was tippt ihr? Janni, das Sail Away-Lied, das hört man hier je nachdem, wie der Wind steht. Also manchmal hören wir es, manchmal nicht. Also von der Sol habe ich eben gar nichts gehört. Mal gucken, ob wir von der Luna was mitbekommen. Timo sagt, das Brigitte-Horn hatten wir lange nicht mehr. Ja, das ist richtig. Ich danke dir für 19 Monate, danke. Aber heute gibt es echte Hörner, live hier im Stream. Die Optimisten tippen auf die Backborddrehung. Annette, ich danke dir für das obligatorische Spaghetti-Eis. Oh je, heute muss ich schon wieder 2 Spaghetti-Eis essen. Ich komme gar nicht mehr hinterher.
aber auch wenn sie über Steuerbord dreht. Ein schöner Rücken, wie war das, kann auch entzücken. Aber krass, wie unterschiedlich die Hörner klingen von der Luna und der Sol, oder? Mich würde echt mal interessieren, wie die ausgesucht werden. Also man muss ja irgendwo ein Schiffsplaner, ein Einkäufer sein, der so ein Typhon kauft. Und da wird es ja sicherlich eine gewisse Auswahl geben. Und irgendjemand muss dann ja sagen, okay, das nehmen wir. Ob das eine Preisgeschichte ist, kann ich mir fast gar nicht vorstellen, dass die unterschiedlich viel kosten. Das wäre echt mal interessant. Andi, danke dir, steht direkt hinter mir mit einem sensationell. Danke. Ja, genau, ein Hornbeauftragter. Tony, welcome on board. Happy Sunday in Hamburg. Thanks for 10 bucks, my friend. Greetings to Portugal. Torben meint, jede Werft hat ihre eigenen Zulieferer und anhand derer werden die ausgesucht. Daher klingen die Hörner von Meyer auch sehr ähnlich. Also ich fand jetzt Luna und Sol schon ein bisschen unterschiedlich. Tobi, gute Reise. Gute Reise, mein Lieber. Biker Tobi. Da oben wird auch schon wieder Basketball gespielt. Hatten wir denn auf der Luna Zuschauer? Also so ganz, ganz weit weg kann man ein bisschen was von der Auslaufmelodie hören. René, super, an der zweiten Kamera. Es sieht doch nach einer Steuerborddrehung aus. Oder sie holen aus. Leon Lost, willkommen an Bord. Ich danke dir vielmals für dein Sub auf Twitch. Andres sagt ja, an Steuerbord. Ja, okay, dann müsst ihr noch mal eine Runde drehen. Dann kriegen wir euch vielleicht noch drauf. Also das wird jetzt definitiv eine Drehung über Steuerbord.
So, Tom meint, es könnte auch noch am Alter liegen von den Hörnern. Klar, die Schiffe sind ja unterschiedlich alt. Wird so ein Horn im Alter besser? Nein, Lufthansen ist heute nicht dabei. Ich dachte mir, ich will mich mal so ein bisschen hier auf die Kamera konzentrieren und schauen, ob wir noch den einen oder anderen Gast erwischen. Deshalb habe ich Lufthansen mal zu Hause gelassen. So, jetzt sehen wir gleich die Steuerbordseite. Ja, wo steht hier denn anderes? Oben, unten, mittig. Welches Deck hätten Sie denn gerne? Guck mal, da oben. Ja, unterm AIDA-Logo, da wo es hingehört. Ach, guck mal, die nächste Hamburg-Hafen-Leihflagge. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Oh, ganz viel Liebe, gute Reise, ihr Lieben. Richtig, richtig toll. Licht ist aber auch schon wieder spektakulär. Ja, Andres, ich weiß. Ach, anders ist das gar nicht. Oben an Deck. Ja, oben an Deck ist natürlich relativ groß. Aber wir können ja noch mal entlang schauen. Oben an Deck ist sehr groß. Weiter vorne, sagt er, ja. Da winkt jemand, da hat gerade jemand gewunken. Also ihr könnt euch vorstellen, wie schwer das ist. Weiter vorne, hinten, darum. Also eine Bank ist eigentlich immer AIDA-Logo. Ich hoffe, wir haben dich erwischt. Und los geht's.
Guck mal, da vorne haben wir auch noch jemanden. Die haben gerade gewunken, die beiden. Ich weiß allerdings nicht, ob sie zu uns gewunken haben. Ja, man hört es von ganz weit weg, aber hey, wir haben noch eine eigene Auslaufmusik. Gute Reise! Parallel kommt noch ein Bulker hinten in den Kühlbrand. Ja, Carsten, da war eine Hamburg Hafen Live-Flagge, die hatten wir vorhin schon im Bild, oben beim AIDA-Logo. So ein Bierkühlschrank, weißt du, wo du immer kaltes Astra und ist egal.
Und da fährt sie dahin. Brigitte gibt auch wieder alles. Ja, ich glaube, das war's. Das war aber doch eine schöne Show. Das war eine richtig schöne Show. Richtig klasse. Und damit werden wir dann auch so langsam den November ausklingen lassen, ihr Lieben. Ja, beide pünktlich raus. Ist natürlich schön für alle, die das dann nachträglich gucken und hauptsächlich wegen der Hörner da sind. Ich weiß, viele von euch, für die kann ein Stream gar nicht lang genug sein. Ach, sag mal, legt die Skalar da ab? Ist die Skalar in Bewegung? Sieht irgendwie so ein bisschen so aus, oder? Ich glaube, ja komm, die nehmen wir doch noch mit, oder? Habe ich November gesagt? August. Ach Mensch, ihr wisst doch. Das Alter. Ich bin schon im Winter irgendwo. Ja, ich weiß gar nicht, ob die rausgeht, ob sie verholt. Ja. Ach, Andres war gar nicht selber an Bord. Nur Bekannte. Ja gut, das ist natürlich dann schwierig, wenn das über 3 Ecken geht. Das ist dann natürlich echt ein bisschen schwierig. Jürgen für die Überminuten. Dankeschön. 2 Euro. Vielen, vielen Dank. Brigitte, wir haben dich schon gehört. Nein, ich war ganz lieb. Nein, war alles super. Ich wurde angefeuert von Oh, da hat wohl jemand eine Beule reingefahren in den Wulstbug. Hallo Paddy. Hallo. Na, Ja. Hallo Marie. hast du wieder schön gepfiffen? Ja, ich durfte pfeifen. Und dann bin ich gerufen worden. Von der AIDA? Ja, hi. Oha. Oha. Ja, so viele Namen, so viele Gesichter. Ich komme da nicht mehr hinterher. Ostpreuß, Königsberger. Nein, Biotropski. Andreas, danke für Dingsbums und Gedöns. Dankeschön. Ich sage Tschüss. Tschüss, Brigitte.
Wir sehen uns, wir hören uns und Kuss, Kuss. Tschüss, Chat. Ob wir uns sehen, weiß ich nicht, aber hören werden wir uns garantiert. Richtig. Sag mal, ist das die Helga, die von links kommt? Oder ist das eine andere Elas-Barkasse? Helga. Ist Helga? Dann können wir da ja auch noch mal drauf, denn Leon hat was gebastelt auf der Helga. Mit der waren wir ja unterwegs bei der Mein Schiff und Queen Mary 2. Leute, jetzt guckt euch das mal an. Hallo? Ups. Mehr geht doch wohl nicht, oder? Das ist doch wohl mal lässig, oder? Also Ela ist wirklich ein ganz toller Partner. So schlecht war die Idee mit den Flaggen nicht. Gute Reise, die Kerstin wohl, habe ich gelesen. Ja, also Frachtschiffreisen sind mittlerweile gut gebucht. Freut mich natürlich auch. Torben, wenn du es irgendwann zum Kapitän auf dem Kreuzfahrer geschafft hast, dann kannst du auch mal die Flagge auf einem Kreuzfahrer hissen. Aber ich meine, die Skalar verholt nur. Zumindest hat das eben jemand im Chat geschrieben. Also geht wohl noch nicht los mit der Reise. Wir müssen noch ein bisschen was nachladen. Wollt ihr los? Ja, sagen tschüss. Ja, danke, dass ihr da wart. Tschüssi. Tschüssi. Komm nach Hause wieder. Ciao.
So, jetzt kann ich das auch noch mal probieren mit dem August, den wir jetzt langsam ausklingen lassen. Es war nicht der November, ein paar Monate gleich einfach mal übersprungen. Ja, also es war echt ein schöner Monat mit ganz, ganz vielen Highlights. Vielen, vielen Dank dafür nochmal. Das war echt klasse. Aber ich glaube, ich brauche jetzt auch erstmal 1-2 Tage Pause. Wobei, das habe ich schon so oft gesagt. Dann ist was passiert im Hafen und schwupps stand er wieder da. Aber ich glaube, wir haben wirklich ein paar sehr schöne Streams gehabt, vor allem mit den ganzen Fahrten auf den historischen Schiffen. Das hat mir richtig gut gefallen heute noch mit der Stettin. Ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ganz, ganz lieben Dank auch wieder für den tollen Chat, für die Informationen und den Spaß, den ihr da hattet. Vielen Dank natürlich auch, wie immer. Danke, danke für die Kanalunterstützung auf YouTube und auf Twitch. Ganz viel Liebe dafür. Und natürlich ein Dankeschön an unsere Moderatoren, die wieder alles gegeben haben und für euch im Chat immer dabei sind. Ja, wo es weitergeht mit dem Stream, weiß ich noch nicht. Ich habe auch noch gar nicht geguckt, was jetzt so die nächsten Tage passiert. Ich bin da ehrlich gesagt, ja, jetzt erstmal so ein bisschen im Runterkommen-Modus. Aber wie gesagt, wir gucken mal. Ich habe neue Mikros bestellt. Da muss auf jeden Fall demnächst dann mal ein Teststream her, oder? Ja, dann würde ich sagen, ihr Lieben, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euch allen noch einen schönen Sonntag. Over and out.